eigentlich. Ich finde die Form, das Aussehen richtig, richtig geil. Und ich finde, es hat sich immer mehr ins Bessere entwickelt, das Auto. Und deshalb hat mich dieses Modell so angesprochen, weil das hat mich halt am allermeisten gecatcht vom Aussehen. Und das wollte ich halt unbedingt haben. Natürlich hört er sich auch richtig, richtig schön an. Eigentlich finde ich den rundum perfekt. Hi, ich bin Alexa, ich komme aus Bingen und fahre einen Audi TT RS. Also ich finde, natürlich fährt er sich ein bisschen anders, weil er ein Luftfahrwerk hat, aber ich hatte ja jetzt auch alles Mögliche an Fahrwerken und ja, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es sich viel schlechter anfühlt oder so. Es ist nicht schwammig. Also natürlich so kurvige Landstraßen machen mehr Spaß und auch so eine freie Autobahn. Klar, aber ich bin auch ehrlich gesagt nicht so der Typ, der jetzt damit unfassbar schnell die ganze Zeit fährt. Ich finde es viel schöner, irgendwie mit dem Auto entspannt zu fahren. Du hörst es alles, du lässt es auf dich wirken. Einfach genießen und nicht nur rasen. Also erstmal war ich eigentlich voll der krasse Lambo-Fan. Also ich hatte alles von Lambos, Tassen, Uhren, alles. Und dann habe ich auch Autos angefangen zu malen, weil ich auch gern gemalt habe. Und dann hat mich das immer mehr gereizt, das Thema Autos. Ja, und dann beim ersten Auto, ich habe mein erstes Auto geschenkt bekommen, das war ein Audi A3. Der ist immer noch da, der ist halt nur abgemeldet. Und ja, dann hat sich das so voll von selbst entwickelt, dass man ein bisschen mehr abheben wollte und ein bisschen was Eigenes draus machen wollte. Ja, also nach meinem ersten Auto, der A3, habe ich mir dann mal Autos angeschaut im Internet, was ich mir so nach meiner Ausbildung mal selbst kaufen kann. Und dann bin ich auf den ersten TT gestoßen, das war ein 1.8T, noch das erste Modell. Und das hat mir so gefallen, ich habe mich direkt verliebt in dieses Auto, ich musste das unbedingt haben. Und dann habe ich mir den geholt und bin den auch 2 Jahre gefahren, habe auch da vieles gemacht, der war auch einiges verändert. Aber da zu dem Zeitpunkt wusste ich schon, da war dieses Modell auch schon draußen, das ist ein krasses Ziel. Das will ich irgendwann mal haben, aber es ist halt viel Geld gewesen und unerreichbar. Und dann habe ich mir nach dem ersten TT dann den zweiten TT geholt. Das war dann der Nachfolger als VR6 und da war auch richtig viel gemacht dann am Ende. Also ich habe das Auto auch geliebt, ich habe alle Autos geliebt und dann irgendwann ist dieser Traum immer näher gerückt, weil das hat mich halt alles nicht zu 1000% erfüllt. Und irgendwann konnte ich mir endlich den Traum erfüllen. Sauerkrauts, the authentic streetwear brand for petrolheads. Damals, als ich mir den geholt habe, habe ich halt noch in der Bäckerei gearbeitet und als ich den halt im Internet gefunden habe, musste ich ihn natürlich direkt haben. Und dann habe ich einen Termin vereinbart, bin direkt nach der Nachtschicht mit dem Zug, mit einem Kumpel noch, dass ich nicht alleine bin, nach Berlin gefahren. Das ist auch, also mit dem Zug sind wir 9 Stunden, glaube ich, gefahren. Und dann, bis ich mal dann da war und dann wollte ich den immer noch haben, war alles perfekt. Und dann, ja, 6 Stunden wieder zurück nach Hause mit dem Auto. Eigentlich war mir immer richtig egal, welche Farbe die Autos haben, weil es war immer eine Folie drauf, außer beim A3. Es musste immer irgendwas Buntes oder Ausgefalleneres drauf. Aber ja, dass ich den erstmal grau lasse, hätte ich nicht gedacht. Für mich sehr ungewöhnlich, aber Nardo-Grau finde ich immer noch richtig geil, obwohl es so schlicht ist. Und da war noch gar kein Plan, was da wird. Es hat sich dann irgendwie entwickelt. Also als erstes
hatte ich einfach, als ich dann hier als Foliererin angefangen habe, habe ich gedacht, jetzt wo du hier arbeitest, kannst du da ja auch mal richtig mal was machen. Und dann war es erst so ein RS-Look, irgendwie so ein bisschen was an Teilfolierung drauf. Einfach, dass es ein bisschen mehr ins Auge sticht, aber weil ich das Grau ja immer noch mochte. Und habe ich dann so ein Jahr drauf gehabt und dann dachte ich, eigentlich hast du immer Bock auf so einen Digitaldruck gehabt. Ich hatte mir vorgestellt, dass es bestimmt schwer wird, aber ja, dann dachte ich so, irgendwas musst du dir einfallen lassen. Also eigentlich ist alles quasi gleichzeitig passiert in einem Winter. Da, ja, was war denn die Reihenfolge? Also ich glaube erst den Breitbau, weil das am allerlängsten gedauert hat. Dann noch der Lufteinlass in der Haube und die Felgen, Spurplatten, alles neu. Ja, und der Heckspoiler, der kam kurz vorher schon sogar. Ja, und dann die Folie. Also GTA habe ich gerne gezockt früher. Das war etwas, was ich immer cool fand. Es sieht einfach auch irgendwie cool aus, finde ich, so eine Folierung dann, weil du schwelgst dann so ein bisschen in Erinnerung, das ist ja schon ein älterer Teil. Und ja, ich wusste nicht genau, wie ich es umsetzen soll, aber ich habe mir da ein bisschen was zusammengebastelt und dachte mir so, komm, schickst du es mal jetzt an TT-Studio und die machen da bestimmt irgendwas aus deinen Schnipseln. Und dann haben die halt was gemacht, was mich dann auch wirklich begeistert hat. Ja, bei den TTs, da gibt es einige Editions, Quattro Edition also alle haben so irgendwie was anderes drin. Also einige haben das an Ausstattung mehr, andere das und da sind rund um die 900 oder so von denen gebaut worden. Also das Auto ist Baujahr 2016 und dementsprechend ist es auch noch ohne OPF und ja, da ist halt einfach geil der Sound. Ich finde, die hören sich einfach schöner an. Die Felgen sind von Lashanti, LC P10 in der Größe 9x20 ET35. Spurplatten habe ich vorne 25 war es und hinten 18. Ja, und das musste ich halt alles so ein bisschen genau mit meinem Chef ausrechnen. Der hilft mir da eigentlich bei allem, wie wir da genau auf den Punkt kommen, dass es optisch ganz gut passt. Auch mit der Bremse, das ist da nicht so ganz einfach. Das Luftfahrwerk, also als ich ihn gekauft habe, hat er schon Luftfahrwerk. Und da ist die Steuerung von Air Force und das Luftfahrwerk selbst ist von HP DriveTech. Also eigentlich haben die meisten TTRS ja auch dieses Audi Club Sport Performance Parts, keine Ahnung, Kit dran. Und ich würde es auch gerne dran machen, aber das hat halt leider nicht gepasst wegen dem Breitbau hinten, da der Schweller da irgendwie so blöd aufbaut. Und dann habe ich die ganze Zeit gesucht, was ich machen könnte, dass ich da auch irgendwas drunter kriege, was gut zueinander passt mit dem Frontsplitter, Seitenschweller und alles. Und dann habe ich bei Riga etwas gefunden, was dann richtig eigentlich gut gepasst hat, ohne dass ich da groß irgendwas nochmal abändern muss. Also im Innenraum ist ja eigentlich schon alles sehr cool, da ich eine 40 Jahre 5-Zylinder Edition habe. Da ist viel auch mit Carbon und so und finde ich schon fast perfekt. Deshalb habe ich da auch noch nicht so viel gemacht, bis auf die Sitze. Da habe ich seitlich halt ein bisschen das Design aufgegriffen und hinten auch ja, an den Sitzen die Rückseiten auch noch foliert. Den Tank habe ich auch noch in dem Stil foliert, dass das alles so ein bisschen zueinander passt.
Motor ist der 5-Zylinder, 2,5 Liter, bisschen Software, ein anderes Ansaugrohr, sonst nicht wirklich was gemacht. Bis jetzt, das kommt alles nach und nach. Bis jetzt bin ich noch nicht fertig mit der Optik, deswegen überlege ich mir noch ein bisschen was in welcher Reihenfolge dann noch passieren wird. Also Ende 25 kommt wahrscheinlich die Folie ab und dann neues Design drauf. Ich werde wahrscheinlich auch bei Digitaldruck bleiben, weil bisher finde ich es eigentlich ein ganz cooles Ding, wo man sich ein bisschen verwirklichen kann. Mir reicht es wahrscheinlich nicht, einfach nur eine Farbe zu haben, auch wenn ich es cool finde bei einigen Clean. Aber ich brauche einfach immer noch Digitaldruck und dann werde ich mir irgendwas überlegen. Ja, also Felgen, natürlich hätte man gerne mal mehrteilige Felgen. Ist aber alles so eine Sache vom Preis. Aber ja, erstmal werden die dann gelassen und dann halte ich mal Ausschau, was ich noch so finde. Das wäre natürlich etwas, was man noch ändern könnte, aber alles halt nach und nach. So, also am allermeisten danke ich wirklich meinem Chef, weil ohne ihn wäre das wahrscheinlich auch alles nicht möglich gewesen, weil man hat zwar so seine Vision und meinen Plan will ich auch immer durchziehen, aber er hat mir auch viel geholfen, das zu ermöglichen. Außerdem danke ich noch einem guten Freund von meinem Chef, der ist super gut, was so Spachtelarbeiten, Spenglerarbeiten oder so angeht. Und als wir den Breitbau gemacht haben, wollten wir natürlich, dass es auch so clean wie möglich aussieht. Und da hat er uns halt geholfen, dass es in einem aussieht, dass es nicht aufgesetzt aussieht, sondern wie ein Teil. Ja, und da ist er gut drin. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr auch gerne mal kommentieren oder auch allgemein, ob euch das gefallen hat. Und auch dann gerne liken. Und ich danke euch fürs Zusehen und noch einen schönen Tag. Tschüss.